Aber sie hatte gelernt, still zu sein, weil die Leute werden Dinge sagen und darüber spricht man nicht. Und ihre Tanten, sie lebte mit einigen Antworten. Man spricht nie darüber. Und als sie mir dasselbe sagte und sie bestätigte das Leichtsein, sprich mit niemandem darüber, sie verstehen es nicht. Und dann, unglaublich, das erste Mal, dass ich auch Geister sah, war, als ich 6 Jahre alt war. Dann ging ich zu meiner Mutter. Es war ein Moment von kein guter. Ich hatte eine sehr beängstigende Erfahrung. Dann rannte ich zu meiner Mutter und sagte, Mama, die Wesen. Lichtwesen und Geister sind unterschiedlich. Und da sagte meine Mutter, erklär, weil sie dachte, wir sehen das Gleiche. Und ich sagte, nein, sie sind so. Und dann fing meine Mutter an zu weinen. Und da sagte sie, ich glaube, du kannst Engel sehen. Ich möchte Ingrid Honkaler in der Show willkommen heißen. Wie geht es dir, Ingrid? Hey, Alex, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es ist mir eine Ehre. Ich weiß das zu schätzen. Vielen Dank. Ich freue mich darauf, über deine Reise zu sprechen. Du hast viel erlebt. Du bist nicht der Durchschnittsmensch. Du machst ein paar verschiedene Dinge, die wirklich interessant sind. Aber was mich dazu brachte, wie du in mein Universum kamst, war dein Nahtoderlebnis. Und du hattest es in so jungen Jahren. Ich glaube, du bist der jüngste Nahtoderfahrene, mit dem ich je gesprochen habe. Oder zumindest hatte ich es in so jungen Jahren. Kannst du erzählen? Normalerweise frage ich, wie war dein Leben vor deiner Nahtoderfahrung? Aber du warst 2. Also gab es nicht viel Leben, das du gelebt hast. Außer vielleicht, hoffentlich kann ich auf die Toilette gehen. Also gab es nicht viel Lebenserfahrung. Kannst du ein wenig darüber sprechen, was passiert ist, wie du gestorben bist und was auf der anderen Seite passiert ist? Das war eine ziemliche Reise, denn, wie du sagst, es begann, als ich noch so jung war. Und ja, was damals geschah, war, dass meine Eltern arbeiteten und uns in die Obhut eines Dienstmädchens gaben. Und sie war diese junge Frau, die, wenn meine Eltern nicht da waren, in ihre Radionovelas vertieft war, also Seifenopern natürlich. Und dann achtete sie nicht auf uns. Und eines Morgens, sehr früh, gingen meine Eltern weg. Und meine älteste Schwester und ich bemerkten, dass sie nicht aufpasst. Und wir gingen im Innenhof des Hauses spielen. Und das Besondere an diesem Innenhof war, dass da war ein großer Tank und dieser Tank. Der Zweck des Tanks war es, Wasser zum Händewaschen der Kleidung zu sammeln. Der Tank fasste etwa 900 Gallonen Wasser, also war es ziemlich groß. Meine Schwester und ich sahen einen Ball und beschlossen, darüber zu spielen. Dann, weil der Tank so groß war, kletterten wir mit Hockern darauf. Neben dem Tank gab es eine Fläche zum Schrubben und Waschen der Kleidung. Also, meine Schwester setzte sich auf die sicherere Fläche. Sie war dort sicherer. Und ich ging auf die andere Seite des Tanks, wo nur ein schmaler Rand war. Ich beugte meine Beine, und natürlich dachten wir in diesem Moment nicht an irgendeine Gefahr. Das macht so viel Spaß. Also hatte sie den Ball und sie warf ihn, aber nicht stark genug. Der Ball fiel ins Wasser und schwamm. Ich dachte, oh, ich kann ihn greifen. Ich lehnte mich vor, und als ich ihn berührte, rollte er weg, und ich verlor ihn. Mein Gleichgewicht fiel in den Tank. Das erste Gefühl, Alex, war die Schablone. Dieses Wasser war eiskalt. Viele denken, dass ich aus einem heißen Land komme, weil ich aus Kolumbien stamme, aber Bogotá liegt hoch in den Anden. Die Wassertemperatur lag zwischen 30 und 40 Grad um 6 Uhr morgens. Und es war dieses Gefühl von meine Brust. Und mir war ziemlich kalt. Und danach kam das Gefühl, warum kann ich nicht atmen? Ich war noch nie in einem Pool gewesen. Wir hatten keine Badewanne. Also hatte ich keine Ahnung. Zu diesem Zeitpunkt meines Lebens, fast 3 Jahre alt, dass, wenn man ins Wasser fällt, man nicht atmen kann, dass man ertrinkt.
Und ich geriet in diesen Zustand der Panik. Du kannst dir vorstellen, wie dieser verzweifelte Versuch. Ich muss atmen. Aber ich konnte nicht schwimmen. Nichts. Ich bin einfach im Becken untergegangen. Und das ist einfach der unglaubliche, erstaunliche Teil, dass ich in diesem Zustand der verzweifelten Angst, des Schreckens nicht atmen kann. Plötzlich aus diesem absolute Ruhe. Ich wusste es nicht, was passiert war, aber plötzlich war ich ruhig. Ich hatte nicht das Bedürfnis, aus der Zunge zu kommen, zu atmen, irgendwo hinzugehen. Ich war einfach völlig ruhig. Und er war so, wow, das fühlt sich so gut an. Seitdem fragen mich die Leute immer, wie kannst du dich daran erinnern, wenn du so klein warst? Während dieses Gesprächs möchte ich das klarstellen. Man stelle sich das Trauma vor, das ich in diesen Momenten des Terrors und Ertrinkens erlebt habe. Danach bringe ich oft das Wort Kontrast ins Spiel. Warum? Weil es viele extreme Dinge gab. Eine Sache ist, dass ich lebe in einem sehr lauten Haus. Immer. Das Letzte, was ich hörte. Mit meinen Ohren. Fast wie in meinem Kopf war mein Herzschlag. Bei großer Erschreckung. Das Herz pochte in meinem Kopf wie eine Trommel. Als ich dann den Raum der Ruhe betrat, war es. Und ich nenne es die Stille hinter der Stille. Es war so tief und so ruhig. Ich sehnte mich nach dieser Stille für den Rest meines Lebens. Später werde ich in Schränke, unter das Bett, in Kapellen gehen, egal wo. Ich wollte diese Stille und frage mich, warum ich sie nicht finden kann. Der andere Kontrast war, dass dieser Tank komplett aus Zement war, ein dunkler Raum mit Dach. 6 Uhr morgens. Das Letzte, was ich sah, in diesem Raum war die Dunkelheit. Als ich in Ruhe, Frieden, Freude und Gelassenheit versank, sah ich zuerst ein Licht. Es kam von unten. Es war also das Gefühl, wie jetzt Licht erscheint. Und sogar jetzt viel mehr erstaunlich wie da ist Licht. Und das nächste, ich fing an, Blasen zu sehen. Diese Blasen waren von Licht umgeben. Es war wie, oh, was passiert? Es war wie, diese Blasen anzusehen, die ich, oder den Blasen nachzujagen, die ich drehte. Ich drehte mich um, sah Körper. Und da wurde mir klar, ich hatte diese Klarheit, die Erkenntnis, das ist mein Körper. Aber dieses Gefühl von, oh, das ist schon irgendwie vorher passiert. Es war die Vertrautheit, als ob es nicht neu wäre. Und das andere war einfach dieses Gefühl, dass es nichts zu fürchten gab. Alles war in Ordnung. Und der Kontrast, der in diesem Moment kam, war meine Geburt. Als sehr krankes Kind verbrachte ich fast die ersten 3 Jahre meines Lebens damit, mich unwohl zu fühlen. Stell dir vor, Alex, ich erlebe absolutes Wohlbefinden. Ich kannte nur die Krankheit und wusste nicht, wie es sich anfühlt, gesund zu sein. Jetzt fühle ich mich unglaublich gut. Wenn ich auf meinen Körper schaue, entscheide ich mich nicht zurückzukehren. Dann drehte ich mich um und ließ den Körper hinter mir. Siehst du, es ist wie all diese Kontraste. Ich meine, wie könnte ich das vergessen? Und danach, in dem Moment, als ich mich umdrehte und anfing wegzugehen, sah ich Blumen, die blühten aus. Und es war majestätisch.
Blumen hoben mich hoch. Stell dir vor, ich verlor sogar das Gefühl für Dimensionen und wie groß diese Blumen sein mussten, um mich hochzuheben. Jetzt werde ich getragen, entspanne mich völlig. Ich sagte den Leuten, die Analogien machen, es ist wie zurück in den Mutterleib zu gehen, wo du nichts tust, du bist einfach weg. Und ich bin in solch einer Glückseligkeit. Und plötzlich erscheine ich im Zimmer der Magd, schaue von oben auf sie herab, als ob ich schwebe. Und sie hört einfach wie immer die Seifenopern im Radio, völlig ahnungslos, was gerade passiert. Und ich sagte, oh, das ist Maria. Aber nichts passierte. Dann plötzlich war ich in der Vergangenheit meiner Mutter. Sie war auf dem Weg zur Arbeit, ohne Auto und in der Nähe. Um zur Bushaltestelle zu gelangen, musste sie dieses sehr große Viertel überqueren. Also es dauerte etwa 10 Minuten, um zu deinem Chef zu gelangen, wenn du langsam gehst. Und von oben, wieder schwebend, ich sah sie an. Und das ist der Teil, Alex, der alle umhaut und der die Erfahrung bestätigt. Und in diesem Moment sagte ich, oh, das ist Mama. Als ich das sagte, blieb sie stehen. Sie machte keinen weiteren Schritt. Sie blieb einfach stehen und hatte das Gefühl, dass zu Hause etwas mit einem meiner Babys passiert. Und ich muss 2 Dinge sagen. Meine Mutter hatte eine erstaunliche Intuition, aber sie hat auch darauf gehört, was wir oft nicht tun. Dann drehte sie sich um und rannte los. Ich sah sie an und fragte mich, warum sie rennt. Aber als ich sie anschaue, nachdem ich meinen Blickwinkel geändert habe, sehe ich einen Hund am Ende der Straße. Ich liebe Tiere und denke, oh, ich möchte bei dem Hund sein. Plötzlich bin ich bei dem Hund. Was ist hier passiert? Also schaute ich und auf der anderen Seite war ein Park. Und als ich mir wünschte, im Park zu sein, war ich dort. Oh, ich hatte so viel Spaß. Ich dachte, das ist großartig. Und ich genoss es. Stell dir vor, das Gefühl von Zeit und Raum verschwand für mich. Und ich begann, dieses Spiel zu spielen. Von Ort zu Ort zu gehen. Und als ich Spaß hatte, mitten in all dem in einem anderen. Einfach wie. Blinzeln wie das. Und ein Blitz. Erschien ich in einem Reich, das aus purem, hellem, intensivem Licht bestand. Zumindest war dies das erste Mal. Selbst jenseits dieses Gefühls der Gelassenheit, des Friedens, des Wohlbefindens war das Gefühl. Ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause. Und es war wieder dieses Gefühl der Vertrautheit. Als ob es sich so unglaublich gut anfühlt. Wenn du den ganzen Tag hart gearbeitet hast und nach Hause kommst und du hast diese bequeme, köstliche Couch mit Fernseher und eine Tasse Kaffee, stell dir vor, wie gut sich das anfühlt. Und das ist unglaublich, weil ich bis zu diesem Punkt noch nicht erkannt hatte, dass ich nicht diese Persona war, dass ich nicht dieser Körper war. Obwohl ich den Körper sah, hatte ich diese Verbindung noch nicht. Und als ich das erkannte, geschah es. Ich bin das nicht. Und da erkannte ich mich selbst als Lichtwesen. Und ich begann das Gefühl zu haben, dass ich irgendwie wie aufgelöst werde, als wäre ich Teil des Ganzen. Dann ging es weiter. Es ist, wenn ich das Wort benutze, das viele Menschen erschreckt, aber ich erlebe, was ich nichts nenne. Manche nennen es nicht selbst, manche nennen es Leere, manche nennen es Ganzheit. Gleichzeitig ist es wie dieses Gefühl, dass es nichts ist, was du kennst, aber du erlebst das Ganze. Eine weitere Analogie, um dies zu verdeutlichen, ist, als ob alles, was du über dich selbst wüsstest,
eine winzige Schachtel in der Mitte eines Stadions wäre. Und jetzt öffnest du die Box und erkennst, ich bin mehr als gedacht. Stell dir vor, ich war erst 3 Jahre alt, aber selbst. Fast 3, sogar so klein ist wie. Ich bin nicht die Krankheit, die ich dachte, dass ich es wäre oder so etwas. Und dann trete ich ein in den Zustand von. Das Einzige, was ich sagen kann, die Worte, die ich verwenden kann, um diesen Zustand zu beschreiben, ist ein Zustand von absoluter Präsenz und reiner Bewusstheit. Da war nichts. Ich habe nicht einmal Worte, um es zu sagen, weil es nichts gibt, das man beschreiben oder du kannst Farbe oder Bewegung oder Empfindung geben. Nichts. Es war einfach es halten. Vielleicht das Wort Glückseligkeit verwenden. Als ich in diesem Zustand war, kam meine Mutter endlich nach Hause. Und das ist das andere, Erstaunliche daran. Wir leben in einem großen Haus, aber meine Mutter wusste genau, wohin sie gehen musste. Diese innere Führung so stark. Sie ging direkt zum hinteren Teil des Hauses, wo meine Schwester saß, still wie im Waschbereich. Leute fragen mich, warum sie nicht die Haushälterin gerufen hat, warum sie nicht um Hilfe gerufen hat. Es liegt daran, dass wir nicht in diesem Tank spielen sollten. Das war außerhalb der Grenzen. Stell dir vor, Kinder denken, das sollte ich nicht tun. Sie wird wütend werden. Siehst du, das passiert, wenn wir Angst bekommen. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, aber sie war auch klein. Sie war 3, ich war 2. Sie war 3. Dann versuchte sie, mich aus dem Tank zu holen, aber wir sind dankbar, dass sie nicht auch gefallen ist, da sie mich nicht erreichen konnte. Als sie meine Mutter sah, dachte sie, Mama ist gierig und ich kann sie nicht erreichen. Und meine Mutter sprang in den Tank, um mich herauszuholen. Das sind die erstaunlichen Synchronizitäten im Leben. Ich sollte hier sein, denn sie war speziell in der Wiederbelebung von Kindern geschult und arbeitete mit ihnen. Oh, wow. Und sie war in der Wiederbelebung von Kindern ausgebildet. Und dann hat sie mich rausgeholt. Sie wusste, was zu tun war. Und was auch immer ich mir vorstellte, diesen Schmerz in diesem Moment. Und ich fühlte nichts. Alles, was sie tat. Du siehst, das passiert. Nein, ich bin an meinem Platz von das in diesem Moment, Alex. Ich bin völlig von dieser Realität losgelöst. Da war nichts, was ich fühlte. Nichts, was ich erlebte, in Bezug auf diese physische Realität in diesem Moment. Aber was ich erlebte, war plötzlich, als ob ich vom höchsten Gebäude der Welt gesprungen wäre. Und da ist nichts. Ich konnte tun, um das zu stoppen. Und dieses Gefühl von wie sich zurückziehen. und ich fühlte mich im Vakuum, als würde ich eingesogen werden. Und dann. Bist du schon mal von einem sehr hohen Gebäude gesprungen? Oder am Pool das. Hoher Sprung mit diesem Vakuumgefühl? Genau das war es. Dann realisierte ich, dass ich zurück im Körper war. Aufgrund des Schmerzes, der Kälte, des erneuten Eingesperrtseins in der kleinen Box. Jetzt spürte ich diese Weite und ich war sehr verärgert. Und ich wollte nicht hier sein. Und das wurde zu einem Problem, weil ich so wütend war, dass ich mich weigerte zu essen. Ich wollte an nichts teilnehmen. Ich wollte nicht spielen. Ich wollte nicht einmal berührt werden. Und es eskalierte mit der Zeit und ich wurde kränker wegen des Unfalls selbst. Und dann, was auch passierte, ist, dass, stell dir vor, obwohl ich so klein war, kam ich mit einem Bewusstsein zurück, das ich vorher eindeutig nicht hatte. Und dieses Bewusstsein war wie das Gefühl von wie, ich bin nicht nur das, ich bin nicht dieses Kind. Ich bin mehr als das. Als ich meine Eltern ansah, dachte ich, sie sind nicht nur meine Eltern. Ich fühlte sie als meine Gleichgestellten, weil ich dieses Gefühl der Einheit erlebt hatte, richtig?
Ich konnte mich nicht mit diesem Körper oder Namen identifizieren. Andere Kinder anzusehen war schrecklich, weil ich dachte, was passiert mit den Menschen? Sie wissen nichts. Ich konnte mich keinem von ihnen nähern. Ich fühlte mich sogar ein bisschen wohler mit Erwachsenen. Und das ist noch nicht alles. Ich begann Fähigkeiten zu zeigen, die ich vorher nicht hatte. Und welche Fähigkeiten sind das? Ich sage dir, ich bin fast 3 Jahre alt und jetzt kann ich lesen und schreiben. Ich kann mathematische Probleme lösen. Ich kann komplexe Puzzles lösen. Ich kann malen. Also, stell dir vor, das begann allmählich. Die Leute um meine Mutter, eine Lehrerin, waren verwirrt. Was passiert hier? Es fehlte damals an Wissen und Verständnis. Es gab nichts, womit sie verstehen konnten, was mit mir geschah. Aber es war, als ich sagte, dass die Hilfe, die ich brauchte, auf die bemerkenswerteste Weise kam, weil es nicht im Äußeren geschah. Und es war, als ich sagte, dass sich für mich die Türen nie schlossen. Und das ist ein weiterer Grund, warum ich die Erfahrung nie vergessen habe, weil es nicht dort für mich endete. Die Dinge gingen weiter. Und weißt du, Jahre später, Alex, und ich werden über diese Kommunikation sprechen, die ich als so leicht bezeichne. Aber wenn ich frage, das so leichte Wesen, das Universum, weil ich immer gesagt habe, die Tür hat sich nie geschlossen. Die Tür hat sich nie geschlossen. Also war die Antwort, Ingrid, natürlich hat sich die Tür nie geschlossen, weil es keine Türen gibt, wie das, was wir Bewusstsein nennen. Gott. Königreich. Der Himmel, unser Zuhause, ist immer hier für jeden zugänglich. Doch aufgrund von Konditionierung, Überzeugungen, Erfahrungen, kulturellen Einflüssen und anderen Faktoren entstehen Barrieren, ein Schleier, der uns glauben lässt, dass solche Verbindungen unmöglich sind. Doch dann begann ich außerkörperliche Erfahrungen zu machen. Jedes Mal, wenn ich mich schlafen legte, sah ich Farben, Bewegungen, Frequenzen und Dinge, die in meiner menschlichen Realität unbekannt waren. Anfangs war es verwirrend, aber ich war dabei. Jedes Mal, wenn ich in dieses Reich des Lichts zurückgebracht wurde, dachte ich, hier will ich sein. Also fing ich an, viel zu schlafen. Und meine Eltern natürlich feuern diese Frau. Sie stellen eine neue ein. Aber hey, wenn ein Kind schläft und keine Probleme macht, dann lass es schlafen. Und ich schlief viel. Und auf einer dieser Reisen war ich eines Tages von Lichtern umgeben, die in allen möglichen Farben leuchteten. Stell dir vor, das ist so unglaublich. Wer will hier wach sein? Ich hab dort Spaß, im Schlaf. Auf einer Reise formte sich ein Licht, das in Gold leuchtete, zu einer menschlichen Gestalt, um mir zu zeigen, wir sind gleich. Da sagte ich, du bist ein Lichtwesen. Dann wachte ich auf und jetzt wollte ich schlafen. Jetzt war es so, dieses Ding, das mich nie aufweckt. Aber dann natürlich brauchen wir Balance. Und wie sich diese Balance zeigte, lange danach. Ich war etwa 4 Jahre alt, nahm eine Dusche und entspannte mich, als plötzlich dieses angespannte blaue Licht im Badezimmer erschien. Dann sagte ich, jetzt sind die Lichtwesen hier. Und als ich anfing, die Präsenz dieser Wesen zu spüren und sie überall zu sehen, begann ich zu fühlen, oh, ich fühle mich gut und ich fühle mich mehr zu Hause. Ich begann zu spüren, dass es in Ordnung ist, zu spielen und zu essen und begann zu heilen. Dann traf ich einen weiteren erstaunlichen Lehrer, den ich Jahre später kennenlernte. Es wurde mir klar, dass Zuhause kein Ort ist, sondern ein Seinszustand.
Ich musste nicht dorthin gehen, um diese Freude und diesen Frieden zu erleben. Ich konnte es auch hier erleben. Und dann am Anfang diese Wesen, sie sagten nichts. Sie waren einfach da. Jedes Mal, wenn ich sie sah, fühlte ich Freude. Dann begann ich ihre Anwesenheit zu spüren und zu riechen, wie diesen unglaublichen Duft von Rosen. Es war dieses Parfüm. Die Zeit, als ich dazu fähig war. Das erste Mal, dass ich sie hören konnte, war an einem Tag, an dem ich einen großen Wutanfall hatte. Obwohl es mir schon gut ging und alles, war ich sehr von meiner Persona und meinem Namen getrennt. Und jedes Mal, wenn mich jemand rief, war es wie, oh, diese Ingrid. Das ist nicht mein Name. Eines Tages luden sie mich zum Abendessen ein, und ich dachte, ich gehe nicht. Doch die Frau kam und sagte, Ingrid, wir rufen dich zum Abendessen. Ich sagte, nennt mich einfach nicht so. Das ist nicht mein Name. Und sie fragte, wie sollen wir dich nennen? Welchen Namen sollen wir dir geben? Ich sagte, ich brauche keinen. Oh mein Gott, raues Kind. Als Elternteil wäre ich so. Wenn meine Kinder damit anfangen, würde ich sagen, Schatz, ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll. Was soll ich sagen? Ich rufe dich an. Kannst du kommen? Zum Abendessen? An einem bestimmten Punkt. Muss ich dich fragen, wir kommen beide aus der Latino-Kultur, also habe ich ein Gefühl für die Familie, Einheit, besonders zu jener Zeit, in der Geschichte auch. Nicht die am meisten allgemein gesprochen, nicht die am meisten entwickelten Menschen. Unsere Eltern waren es. Weil ihre Eltern weniger entwickelt waren als sie. Sie haben ihr Bestes gegeben, mit viel Liebe und allem drum und dran. Aber wie haben sie ein Kind wie dich gehandhabt, in dieser Art von Kultur, die nicht, es ist keine einfache Kultur. Du lebst in Kolumbien und sie sagen dir, du bist wie, nein, das ist nicht mein Name. Nenn mich nicht so, ich brauche keinen Namen. Ich hörte meine Großmutter in meinem Kopf, während du sprichst, und sie sagt, ich könnte anfangen, Spanisch zu sprechen. Dieses Mädchen ist verrückt. Samucha, Chita está loca, wie man auf Spanisch sagt. Also, wie haben sie angefangen, sich mit dir zu verbinden? Hast du ihnen von den Lichtern, den Lichtwesen erzählt, oder hast du das für dich behalten? Am Anfang war es ein bisschen so, wenn du etwas erwähnst, dann denken sie natürlich, dieses Kind erfindet Geschichten, hat all diese Träume. Sie ist so. Aber das Wichtige, das an dem Tag passierte, als ich die Wesen des Lichts zum ersten Mal hörte, war, dass sie mich natürlich ins Bett schickten. Hör auf mit diesem Theater. Wovon redest du? Dieses Mädchen, ich bemitleide meine Mutter heute, weil ich mich frage, wie meine Mutter mit mir umgegangen ist. Oh mein Gott, sie schickten mich ins Bett. Hör auf mit diesem Wahnsinn. Und dann habe ich natürlich geweint. Ich war enttäuscht. Ich habe es nicht verstanden. Und da hörte ich zum ersten Mal. Und das Wesen aus Licht sagte zu mir, es wird dauern. Zeit, für sie zu begreifen, dass Namen im Reich des Lichts nicht erforderlich sind. Stell dir diese Komplexe vor. Ich dachte, oh, ich verstehe. Jetzt weiß ich, warum ich keinen Namen brauche. Doch später erkannte ich, dass Namen hier nötig sind und dass dies unsere menschlichen Abgaben sind. Im Reich des Lichts gibt es keine Steuern, aber hier schon. Genau. Das ist der andere Punkt. Der Teil, wo sie sagten, du musst still bleiben. Sie werden es nicht verstehen. Und für mich war es so, was gibt es da nicht zu verstehen? Das war meine Realität. Klar, und sie sagten, du wirst sehen. Aber sie sagten, es wird Leute geben, die deinen Weg kreuzen, um dir zu helfen und dich zu führen. Und meine Mutter hatte es bereits. Sie schaute irgendwie, weil ich werde dir jetzt den Schlüssel geben, wie sie damit umgehen und es verstehen konnte. Sie war die erste Person, die bestätigte, dass ich Dinge sehen konnte. Weil jetzt ging ich in den Kindergarten und ich fing an zu verstehen, ruhiger zu sein, weil es noch niemand versteht. Und dann sagten mir die Lichtwesen, nicht zu sprechen, aber sie sagten mir nicht, dass ich nicht malen sollte. Also begann ich überall Lichtwesen zu malen, die wie leuchtende Lichter aussahen. Die Lehrerin war neugierig und fragte dann, was das sei.
weil sie sich fragte, warum dieses Kind das überall malt. Ich wurde schon als seltsames Kind angesehen. Stell dir vor, du wurdest abgestempelt und jetzt male ich all diese Sachen. Und sie fragt, sind das die Sonne, die Sterne, was zum Teufel? Und ich sagte, nein, das sind meine Freunde, die Lichtwesen. Und sie so. Imaginäre Freunde. Was ist das? Schau, im Kindergarten ist das okay, da hast du imaginäre Freunde. Es ist selbst zu dieser Zeit noch einigermaßen akzeptabel. Nicht so sehr. Ja, wir müssen deine Mutter anrufen. Dieses Kind hat ein Problem. Meine Mutter kam natürlich. Und sie schauen sich die Bilder an. Wir entdeckten etwas anderes, weil meine Mutter sich alles ansieht. Dann erinnere ich mich, dass ich eine andere Fähigkeit hatte, nämlich zu malen. Sie alle haben eine markante Farbe, wenn wir entdecken. Ich konnte natürlich auch Auren sehen. Und dann, als sie das alles neugierig betrachteten, sagte ich wollte so sehr bestätigt werden, dass ich mich zu meiner Mutter drehte und sagte, Mama, das sind die Farben, die wir tragen. Und das sind meine Freunde, die Lichtwesen. Und meine Mutter, du weißt ja, wie Latinas sind. Sie machte mir diese Augen, diese Mama-Augen, wie, sei still. Und ich schaute sie an, weil sie nicht wollte, dass ich in der Schule Ärger bekomme. Also sagte sie sofort zur Lehrerin, das ist nur eine Phase. Wir werden daran arbeiten. Dann gingen wir. Und auf dem Heimweg sagte meine Mutter bald zu mir, ich glaube dir. Sagte, stell dir vor, was? Ja, weil ich auch Dinge sehe, die andere nicht sehen können. So konnte sie mit mir arbeiten, sonst wäre ich verloren gewesen. Weißt du, in einer Psychiatrie absolut. Weil meine Mutter ist. Als sie mir gestand, dass sie sehen konnte, was wir Geister nennen, und sie konnte es, sie war sich bewusst, ihre Klarheit, diese Geister zu sehen, seit sie etwa 5 Jahre alt war. Aber sie hatte gelernt, still zu sein, weil die Leute Dinge sagen würden und man spricht nicht darüber. Und ihre Tanten, sie lebte bei einigen Tanten, man spricht nie darüber. Und als sie mir dasselbe sagte, und sie bestätigte das, sei so leicht, sprich mit niemandem darüber. Sie verstehen es nicht. Und dann, unglaublich, das erste Mal, dass ich Geister sah, war auch, als ich 6 Jahre alt war. Und dann ging ich zu meiner Mutter. Es war ein Moment, kein guter. Ich hatte eine sehr beängstigende Erfahrung. Und da rannte ich zu meiner Mutter und sagte, Mama, die Lichtwesen und die Geister sind nicht dasselbe. Und da sagte meine Mutter, erklär, weil sie dachte, wir sehen dasselbe. Und ich sagte, nein. Sie sind so. Und dann fing meine Mutter an zu weinen. Und da sagte sie, ich glaube, du kannst Engel sehen. Und ich sagte, Mama, das können keine Engel sein, weil sie keine Flügel haben. Wir kannten die Religion, aber sie sagte, es müssen deine Schutzengel sein. In der lateinamerikanischen Kultur gibt es diesen Teil der Engelreiche als deine Schutzengel. Und all das. Also, sie lehrte mich, all diese Gebete zu sprechen, um bei den Engeln zu sein und keine Angst vor Geistern zu haben. Aber da ich neugierig war und bereits mit den Wesen des Lichts sprach, ging ich und fragte sie, warum ist das so? Ich nenne sie die dunkelsten Geister, weil sie mir Angst gemacht haben, nicht weil es etwas Schlechtes an ihnen gab. Als ich es hörte, dachte ich, was ich hören würde, wäre so etwas wie, ja, diese Geister, du als, sind alle unterschiedlich. Nein. Die Antwort war unglaublich. Es war, als sie zu mir sagten, dass du einen Geist nennst. Du als. Im Grunde sind wir alle gleich. Der Unterschied liegt im Bewusstseinsgrad, den du über dein wahres Selbst hast. Und danach fragte ich meine Mutter, ob ihr Engel seid. Ist das, was ihr seid? Schaut euch die unglaubliche Antwort an. Sie sagten zu mir, wir sind, was du willst, dass wir sind. Du kannst uns nennen, wie du willst. Dann kam die nächste Person, weil ich Klarheit über all diese Dinge brauchte, die ich empfing.
Oft verstand ich nicht, worüber sie sprachen. Die Entwicklung war erstaunlich. Meine Großmutter prägte meine Spiritualität. Ursprünglich katholisch, war sie eine rebellische Frau. Sie wollte mehr wissen, mehr studieren. Ich glaube, da steckt noch mehr dahinter. Sie trat dem Rosakruzianischen Orden bei und begann, sich intensiv mit Spiritualität auseinanderzusetzen. Dabei tauchten sie in Themen wie Hinduismus, Buddhismus, Kabbala und Chakren ein, und sie brachte das zu uns nach Hause. Als meine Oma kam, war es das erste Mal, dass sie mir Meditation beibrachte. Ich war 8 Jahre alt, als meine Oma begann, diese Sprache zu sprechen, sagte ich, du sprichst wie die Lichtwesen. Meine Oma und ich wurden, oh, wie Erbsen und Karotten. Erbsen und Karotten, ja. Also von da an, ja, mein Weg. Stell dir vor, diese Möglichkeit zu haben, jetzt mit jemandem zusammen zu sein, der verstanden hat. Aber stell dir vor, nur Alex. Stell dir vor, wie schwer mein Leben in der Schule mit anderen Kindern war, mit Menschen in meinem Alter, mit mir selbst. Also sagte ich mit 12 Jahren meiner Großmutter, dass ich sterben wollte, weil ich mich nicht. Ich fühle nicht zu dieser Welt gehören. Niemand versteht mich. Außer meiner Mutter und meiner Großmutter gab es niemanden. Und dann wurde meine Oma wirklich nervös. Natürlich, dieses Kind, 12 Jahre alt, will sich umbringen. Ich habe nie erwähnt, mich umzubringen, aber ich wollte sterben, weil ich wusste, wie es sich anfühlt. Und ich dachte, ich will nicht hier sein. Und dann sagte sie, ich werde dich an einen Ort bringen, weil ich immer mit meiner Oma über diese Stille gesprochen habe. Ich möchte irgendwo hingehen, wo ich das habe. Und sie brachte mich zu diesem Kleinen. In diesem Kleinen. In Kolumbien war das unbekannt, aber sie kannte diesen kleinen Ort. In der Mitte von Ton, meine ich. Jetzt ist es wohl anders, aber damals gab es nicht viele Buddhisten. Es ist katholisch, christlich. 98%, 99% der Bevölkerung war. Die Spanier haben gute Arbeit geleistet, als sie dort ankamen. Und ich kann es nicht sagen. Die Lehren, die ich aus dem katholischen Glauben erhielt, waren auch sehr schön. Ich war vollkommen verliebt in Gott. Als ich meine erste Kommunion machte mit 9 Jahren, wollte ich nur bei Gott sein, aber Perspektive. Was nicht funktionierte, war, als ich zum Priester ging und ihm sagte, dass wir aufhören müssen, Gott zu fürchten, weil Gott Liebe war. Wie könnte man denjenigen fürchten, der einen am meisten liebte? Was denkst du, was er gesagt hat? Du weißt gar nichts. Du bist nur ein Kind des Teufels Worte. Und sie sagte, ja, natürlich, jederzeit. Es sind immer die Worte des Teufels, wenn sie dir nicht zustimmen. Denn wie kannst du sagen, dass du Gott nicht fürchtest? Also brachte es mich zum Beten und das passierte mit 12. Da war ich so, jetzt versteht nicht einmal der Priester in meiner Gemeinde, was ich hier versuche zu vermitteln. Also war ich deprimiert, sehr niedergeschlagen. Als meine Oma mich zu diesem kleinen buddhistischen Tempel brachte, fühlte ich einfach, oh, das fühlt sich so gut an. Der Geruch von Weihrauch erfüllte die Luft. Ein Mönch kam und lehrte mich eine Atemmeditationstechnik. Ich dachte, oh, jetzt fühle ich mich so verbunden. Und ich fühlte diese Stille, den Raum von, das ist so gut. Nach der Übung sagte ich ihm, meine Oma kann mich wohl nicht zurück zum Tempel bringen, da sie sehr beschäftigt ist. Er antwortete, du musst nie wieder zu diesem Tempel zurückkommen. Und ich fragte, warum? Er antwortete, weil du bereits einen Tempel bist. Ich fragte, was meinst du? Er erklärte, du bist der Tempel. Also kannst du diese Meditationstechnik überall hin mitnehmen. Das war so wichtig für mich, denn ich fühlte, dass ich jetzt eine Zuflucht habe. Mit meiner Oma und meiner Mutter. In diesem Sinne hat meine Oma mich zu all diesen spirituellen Dingen geführt. Doch in der Schule war es dennoch sehr schwierig. Ich wurde gemobbt. Meine älteste Schwester wurde meine Beschützerin. Stell dir vor, ich hätte jetzt durch die Zeit
Ich hatte 3 weitere Schwestern, also sind wir 4 Mädchen. Dann kamen die Jungs, die Partys und all das. Ich fühlte mich nicht angezogen davon. Meine Schwestern meinten, man müsse dazugehören und diese Musik hören. Ich fühlte mich stets fehl am Platz. Es war eine wirklich harte Reise in dieser Hinsicht. Aber lass mich dich fragen, denn nach dem, was ich aus meinen Studien im Laufe meines Lebens verstanden habe, wählen wir unseren Lebensweg. Wir erschaffen den Bauplan unseres Lebens, den Bauplan unserer Seele, um herunterzukommen und dies zu erleben. Also, hast du auf einer bestimmten Ebene gesagt, nein, ich will dort runtergehen und das erleben. Ich will mit fast 3 Jahren sterben. Ich will diese Erfahrung machen. Ich will die Wahrheit kennen und dann für den Rest meines Lebens mit dieser Wahrheit umgehen müssen. Also das ist die Reise, die du durchmachst und sie ist nicht einfach. Ich meine, es ist so, als ob du die Geheimnisse der Tür oder des Tresors kennst und niemand will dir glauben oder die Geheimnisse im Allgemeinen und sie sagen, nein, wovon redest du? Die Welt ist flach, sie ist nicht rund. Nein, die Erde dreht sich um, das Universum dreht sich um uns, nicht wir um die Sonne. Du bist verrückt. Also, du hattest diese Art von Informationen für dich selbst. Du musst damit durchs Leben gehen und alle anderen erscheinen dir verrückt. Was ich schon ein paar Mal in der Show gesagt habe, wo unsere Reise hier sehr viel wie ein Filmset ist, weil ich aus der Filmwelt komme und das, wenn Tom Cruise geht in Top Gun, zieht er das Maverick-Kostüm an und ist Maverick und er fährt zum Set, zieht er was auch immer, er geht zum Set, spielt seine Rolle und am Ende des Tages zieht er die Jacke aus, nimmt die Brille ab und dann ist er wieder Tom Cruise. Der Wahnsinn, in dem wir alle leben, ist, dass wir glauben, wir seien Tom Cruise in Maverick und dass es nichts anderes außerhalb davon gibt. Dass es keine Filme gibt, keine Filmlichter, keine Regisseure, keine anderen Schauspieler. Es ist alles real und das ist der Wahnsinn. Stell dir also vor, du gehst durchs Leben, selbst bis heute. Schau die Leute um dich herum an und denk, glaubst du, ihr seid wirklich in der Matrix? Ihr glaubt an die Illusion. Ihr glaubt an das Höhlengleichnis von Platon. Ihr glaubt an die Schatten an der Wand. Das ist, woran ihr glaubt. Die Realität ist, dass ich aus der Höhle herausgegangen bin und nein, das Licht ist da hinten. Das ist die Wahrheit. Und niemand will dir glauben, also muss das eine Sache sein, es zu sagen, es intellektuell zu wissen und es als Wahrheit in meinem Leben zu kennen. Du hast es erlebt. Das ist eine ganz andere Ebene. Du bist aus der Höhle herausgegangen. Mir wurde gesagt, und ich glaube wirklich spirituell daran, das ist der Fall. Aber du hast es außerhalb dieser Höhle erlebt. Also muss es extrem schwierig für dich gewesen sein, als Kind zu gehen. Ich kann es mir nicht einmal vorstellen. Selbst heute, während du durchs Leben gehst, nehme ich an, dass es psychologische Dinge gibt, mit denen du umgehen musstest, Bewältigungsmechanismen, um in der Welt funktionieren zu können. Richtig? Sehr viel auf den Punkt gebracht, Alex, dass ich mit 19 Jahren und jetzt bin ich im College und schaue auf die Perfektion von allem. Warum? Denkst du, ich habe eine Karriere wie Meeresbiologie gewählt? Meereswissenschaften. Die erste Frage ist, wie konntest du diese Karriere wählen, wenn du ertrinkst? Richtig? Stell dir vor, du wärst an Pasta gestorben. Du denkst, ich muss ein italienischer Koch werden. Was? Ich sagte, oh, das ist der Schlüssel, weil ich nicht im Trauma des Ertrinkens verharrte. Das Ertrinken brachte mir die Erleuchtung. Im Laufe meines Lebens wurde ich wie ein Taucher, ein Meistertaucher. Wie kann ich noch tiefer gehen? Es ist wie ein Gleichnis, wie kann ich noch tiefer gehen? Mit 9 Jahren las ich Bücher über Spiritualität, wie die Bhagavad Gita und Selbsterkenntnis. Während andere Kinder die Muppets oder die Sesamstraße schauten, vertiefte ich mich in Bücher über Unterscheidungsvermögen. Das prägte mein Wesen und führte mich in einen anderen Seinszustand. Es geht um Balance. Wir sind hier, um nicht nur erkannt, sondern auch verwirklicht zu werden. Es geht nicht nur um das Entdecken. Ich bin mehr als das. Siehst du, ich bin darüber hinaus.
Wie kann ich es hierher bringen? Wie kann ich die Lehren verankern? Und wie kann ich ein Leben führen im Einklang mit diesen Lehren? Aber es hat natürlich viele Jahre gedauert, bis ich dort angekommen bin. Also zuerst war es das Durchgehen von allem. Diese Leiden und die Wahl einer Karriere halfen mir. Bodenständige Wissenschaft? Deshalb, es musste so kommen, auch wie du sagtest, über den Bauplan. Ich begann Visionen zu haben und dieses Wissen zu erlangen, seit ich 4 war. Das Erste, was ich über diesen Aspekt wusste, war mein Alter von 4 Jahren. Meine Eltern brachten mich zum Meer. Ich sagte zu meiner Mutter, dass ich eines Tages wissen werde, was dort ist. Mit 5 Jahren sagte ich zu meinem Vater, der immer fragte, wie ich das wissen könne. Ich wurde in den Bergen geboren, komme aber hierher und sagte, dass ich Meereswissenschaftlerin werde. Und er sagte, okay, das willst du sein, das wirst du tun. Ich hatte immer diese Klarheiten und dann ist es, als ich diese Karriere wählte, die mir half, mich zu erden. Aber auch im Alter von 19 Jahren sagten mir die Wesen des Lebens, ob ich lehren wollte. Diesen Weg, wenn ich wollte. Und die Geschichte ist lang, aber ich hatte eine Erfahrung, bei der ich ich hatte viele spirituelle Erfahrungen dieser Art, bei denen ich wieder in diesem Zustand der Einheit verschmolz. Ich kam herunter und sagte zu Dekan Solai, ich möchte wie alle anderen sein. Ich will kein Lehrer sein. Später dachte ich, ich wollte normal sein. Doch Solai sagte, nein, du wolltest nicht normal sein, du wolltest dazugehören. Das ist, warum wir hier sind. Unsere Haupterfahrung als Mensch ist Verbindung. Wir müssen dazugehören. Also war es so, ich war so verzweifelt, dazu zu gehören und das Gefühl zu haben, wie ich wollte Freunde und ich wollte einen Freund. Ich wollte, was meine Schwestern auch hatten. Mein erster Freund war nicht der spirituelle Typ in den Wolken, wie ich es war. Nein, es war ein Bad-Metal-Band-Typ mit langen Haaren. Und die Party, ich dachte, wow, das ist, was ich brauchte, um Bodenhaftung zu bekommen. Aber hier ist das andere Beispiel, Alex. Stell dir vor, in den ersten 19 Jahren meines Lebens, obwohl es einige Leiden gab, ging ich in einem Raum mit eingeschaltetem Licht, weil ich die Lichtwesen hatte. Ich hatte diese Verbindung, ich hatte die Tür komplett offen, es gab keine Tür. Und dann sagte ich zu den Lichtwesen, ich will nicht lehren, ich will wie alle anderen sein, lass mich einfach in Ruhe. Das Universum ist nicht aufdringlich. Sie sagten, okay, wir lassen dich in Ruhe. Ab jetzt wirst du uns weder hören noch sehen, für immer. Die Leute fragen, wie konntest du das den Wesen des Lichts antun? Ich sagte, wie konntest du dein Zuhause verlassen und deine Eltern zurücklassen? Es ist dasselbe. Du musst aufs College gehen, auch wenn wir hier auf dieser Ebene sprechen. Es ist wie der Teil, wo, ja, aber du ziehst weg, wenn du aufs College gehst. Also ist es diese Analogie, um zu erklären, wie diese Dynamik ist. Und dann diese Analogie des Raumes. Doch in diesem Moment habe ich das Licht im Raum ausgeschaltet. Die Lichtwesen gaben mir all diese Verbindung mit diesem Licht. Und jetzt mache ich das Licht aus. Und für die nächsten 20 Jahre, und das ist das andere, was sie zu mir sagten, in 20 Jahren wirst du es verstehen. In 20 Jahren wirst du die Klarheit haben, die du brauchst. Und ich sagte, oh, 20 Jahre? Das ist doch ein Witz. Das ist eine Ewigkeit. Okay. Und jetzt in diesen 20 Jahren könntest du in diesem Raum sein, mit eingeschaltetem Licht, und du stolperst nicht über die Möbel, weil du sehen kannst. Jetzt, um die Analogie des Schlafens zu verwenden, was passiert, wenn du das Licht ausschaltest? Du stolperst über alles im Raum, weil du nichts siehst. Also für die nächsten 20 Jahre viele Herausforderungen. Ich habe ein ganzes Buch geschrieben, viel Leid, viele. Warum? Besonders in meiner Erfahrung, warum es so viel Leid gab. Ich wurde fast getötet und ermordet in einer Schlampe. Ich wurde fast vergewaltigt. Ich hatte
sehr schwierige Herausforderungen mit Beziehungen, Arbeit und allem, um diese Lehren zu vermitteln. Nein, du schläfst ein. Du musst aufwachen. Du musst aufwachen. Aber unglaublich, brachten mich diese 20 Jahre des Leidens wohin? Sei empathischer, sei mitfühlender, sei offener, sei liebevoller, denn bis ich 19 war, war ich auch arrogant, weil ich dachte, wie können diese Leute das nicht sehen? Eine 19-jährige Arroganz. Hör auf. Aber es ist die doppelte Arroganz. Es war die spirituelle Arroganz. Ja. Ich bin der Spirituellste. Viel spiritueller als du, sehr heiß. Sie wissen gar nichts. Oh mein Gott. Siehst du? Und jetzt, mit 20 Jahren. Jahre sehe ich, wie sie einfach weitermachen. Das Niederschlagen des Egos. Des Egos. Des Egos. Jetzt war ich so, ich weiß, wie es sich anfühlt. Ich weiß, wie es sich anfühlt, einzuschlafen und von der Matrix gefangen zu sein. Ich weiß, wie es sich anfühlt. Und als ich unglaublich war. Ich habe nicht 20 Jahre gezählt, aber das passierte, bei dem ich 20 Jahre später eingeladen wurde, den Dalai Lama zu treffen. Ich wollte dich danach fragen, wie ist das gelaufen? Oh, das war unglaublich. Einer der Menschen, die ich mein ganzes Leben lang treffen wollte. Und dann passierte es einfach, dass ich einen Freund hatte, Ich reiste nach Singapur und sie lebte in einem Land, ich erinnere mich nicht genau welches, aber ich besuchte sie in Thailand. Sie erzählte mir, dass sie starke Verbindungen in Malaysia hatte. Später erwähnte sie, dass sie aus einer Familie mit vielen Brunnen stammte. Dann lud sie mich ein, im September den Dalai Lama zu treffen. Möchtest du mitkommen, Ingrid? Natürlich möchte ich den Dalai Lama treffen. Also, jetzt ist alles geregelt zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, ich arbeitete noch für die NASA. Ich sagte zu ihr, ich werde meine Sachen bei der Arbeit regeln und ich werde dich im September treffen. Ich landete in Dharamsala, Indien, um seine Lehren zu empfangen, einfach dort bei ihm zu sein ich glaube, es waren 5 Tage. Es war unglaublich, dort bei ihm zu sein. Ein Moment, in dem ich neben ihm saß, seine Hand hielt, und ich war einfach seine Mitgefühl. Er ist eine Person voller Demut und Freude und Weisheit. In meinem Kopf dachte ich an die 10.000 Dinge, die ich ihm in diesem Moment, in dem ich seine Hand halte, sagen könnte, und da dachte ich, hör auf. Sei einfach still. Die innere Stille. Genieße einfach diesen Moment. Als ich Indien verließ, fiel ich in die tiefste Depression meines Lebens, weil mir klar wurde, wie sehr ich mich von meiner inneren Wahrheit, von diesem Raum der Stille, von den Lichtwesen entfernt hatte. Ich bin wirklich sehr beschäftigt geworden. Ich habe viele Dinge getan und mein Leben wurde so kompliziert. Und wieder 10.000 Leiden. Er sagt, jetzt bin ich an den Ort gegangen, wo ich sterben wollte. Ernsthaft. Ich dachte daran, mein Leben zu beenden. Und in der Nacht, als ich daran dachte, mein Leben zu beenden, ging ich einfach zum Gebet. Da sagte ich, Gott, bitte, hilf mir zu sehen, denn ich kann nicht sehen. Ich bat Gott nicht, meine Realität zu ändern. Ich bat Gott, mir zu helfen zu sehen, weil ich blind geworden war. Ich liebe die Analogie. Ich war in der Matrix gefangen. Wie kann ich die Pille ändern? Gib mir die andere. Richtig, dann sagt er, wie kann ich sehen? Am nächsten Tag wachte ich mit der Musterbotschaft auf. Es war einfach, du brauchst Hilfe. Geh zu einem Psychologen. Es war so. Ich suchte auf Google nach Psychologen in meiner Gegend, fand gute Bewertungen und notierte mir den Namen. Am selben Tag nannten mir 2 Leute aus völlig verschiedenen Orten denselben Namen. Wie wahrscheinlich ist das? Natürlich verstehe ich es. Ich muss diesen Mann treffen.
Ich ging zu ihm und er war sehr professionell und spirituell. Es war wie Psychologie, die ich nie zuvor erlebt hatte, diese Kombination aus Psychologen mit Spiritualität. Dann war er die richtige Person. Während der Therapie sagte er mir, eine Liste deiner Leiden zu schreiben. Ich dachte, ich bin Wissenschaftler. Komm schon, ich schreibe keine Leiden auf. Sie ist immer noch so arrogant. Ich denke, okay, ich schreibe sie auf. Er sagt, das ist kathartisch. Mach es. Und dann begann ich diese Liste zu schreiben. Wow. Ja, das ist dieses Tagebuchding, also schreiben, schreiben. Ich brachte es ihm und er sagte, in über 30 Jahren Praxis traf ich niemanden, der so viel gelitten hat und dennoch geistig stabil ist. Er sagte, ich verneige mich vor dir. Ich war schockiert. Ich dachte, ich hätte am meisten gelitten, also dachte ich, was? Dann kam die Frage, die mich seit meiner Kindheit beschäftigt. Warum passiert das mir? Und die Antwort kam auf die bemerkenswerteste Weise. Wieder die sehr kurze Antwort, aber das Licht ging an. Als ich fragte, warum ich, sagte er, warum nicht? Und er sagte so etwas wie, schau, dank dem hast du das erreicht. Er schaute nicht einmal auf irgendwelche Notizen. Er sagte, dank dem hast du das erreicht und dank dem. Also hat er zugehört. Das ist die Kraft des aufmerksamen Zuhörens. In diesem Moment dachte ich, wow, der Schalter. Ich begann alle Knoten zu verbinden. Wow. Einen Sinn hinter meinen Erfahrungen zu finden, brachte Klarheit. Diese Erkenntnis ist nicht die Erfahrung. Es ist der Zweck hinter der Erfahrung. Es ist dieser Moment, wenn ich es begreife. Nichts ist jemals mir passiert. Es ist für mich passiert. Das ist eine wirklich gute Sichtweise. Wow, dieser Moment. Stell dir vor, Alex, ich trete in den Zustand der Dankbarkeit ein. Es spielte keine Rolle. Ich erinnerte mich sogar an den Moment, in dem ich fast getötet, vergewaltigt, misshandelt, angeschrien wurde, und ich fand den Sinn hinter allem. Und ich so. Einen so erhöhten Zustand der Dankbarkeit. Also sagte ich, 3 Wunder geschahen an diesem Tag. Erstens erkannte ich, dass nichts jemals mir passiert ist. Doch das nächste Wunder war, dass ich in diesem Moment wusste, wie die Zeit stehen blieb. Ich hörte auf, im Horizontalen zu leben. Und in diesem Moment war ich im Vertikalen. Wie wenn du weißt, das ist ein Film, und so bin ich. Nichts von dem, was in meinem Kopf ist, ist hier. Nichts davon. Meine einzige Wahrheit ist, dass ich in diesem Stuhl sitze und mit diesem Typen rede. Und das war's. Den Rest kann ich machen, was ich will. Also kam es mit einem Gefühl innerer Stärke. Jetzt habe ich Dankbarkeit und dieses mächtige Wesen, so habe ich mich noch nie gefühlt. Denn selbst die Vorstellung wie, ich bin eine Frau, ich komme aus einem Drittweltland, ich dies, ich das, ich kann, ich, waren all diese Gedanken, dass du nicht genug bist, in diesem Moment wie, ich kann tun, was ich will, mit, was in meinem Kopf ist meine Wahl. Das dritte Wunder war, die wahre Bedeutung der Vergebung zu entdecken. Diese Erkenntnis war es, wenn nichts mir je passiert ist, sondern für mich. Also in Wahrheit gibt es nichts zu vergeben. Der Sinn, was gibt es zu vergeben, wenn nichts passiert ist? Ich könnte also 2 Worte verwenden. Es gibt nichts zu vergeben oder alles vergeben. Lassen Sie mich das fragen. Es ist eine Frage, die die Zuhörer interessiert. Haben die Wesen? Das Licht kam zurück. Vollständig zurück? Ja. Aber es kam mit noch mehr Kraft zurück. Denn nach dieser Erkenntnis und all dem, was im Büro passiert ist, bin ich gegangen. Ich fahre mein Auto und ich hatte das, was ich nenne, ein riesiges, großes Erwachen.
In diesem Erwachen spürte ich beim Autofahren die Präsenz von kosmischem Bewusstsein, Gott Quelle. Der Schöpfer war die Essenz von absolut. Alles. Alex, da war nichts. Das war es nicht. Und diese Fragen, die ich seit meiner Kindheit stelle, wie ist es möglich zu vergessen, wer wir wirklich sind? Und wann haben wir aufgehört, eins mit dem Ganzen zu sein? Ich stellte diese Fragen und dann kam die Antwort und diese Verbindung mit den Wesen des Lebens öffnete sich wieder, vollständig. Die Antwort kam und er sagte, man hat nie aufgehört, eins zu sein. Man hat die Quelle nie verlassen. Man wurde nur von der Matrix abgelenkt und scheinbar vergessen. Diese Verbindung, diese Stimme, dass alles sich öffnet. Aber was ich hervorbringen möchte, ist die Verbindung mit den Lichtwesen. Schon seit meiner Kindheit ist, dass sie mir immer sagten, glaube nicht, was wir sagen, erlebe es selbst. Sieh, sonst wäre es ein Warnsignal gewesen. Wir sind dein Guru hier auf der Erde oder in irgendeinem anderen Bereich. Wenn diese Botschaft zu dir kommt wie, nein, jemand will dich kontrollieren. Die Botschaft war immer, geh nach innen, geh nach innen. Und das war die Reise, diese neue Reise, die ich seit den letzten 12 Jahren erlebe. Ich sagte, seit über 40 Jahren wollte ich zu sterben und ich habe einfach gelebt in den letzten 12 Jahren. Es ist also eine Reise, das Leben zu lernen. Im Matrix-Leben lernen. Ja, die Lehren verankern, mitfühlend und empathisch sein und fragen, wie kann ich das anderen vermitteln? Das ist das Sprichwort, Alex, als ich dieses große Erwachen hatte und weiterhin für Organisationen wie Nathan arbeite. Später für die US Navy wie Khan. Ich tue oder sage zu diesen Menschen, ich fragte die Wesen des Lebens, weil du diesen Weg jetzt teilen willst. Aber ich wusste nicht einmal wie. Die Antwort war wunderschön. Sie sagten zu mir, tue oder sage irgendetwas. In diesem Moment. Sie sagen, das Licht deines Bewusstseins ist alles, was sie brauchen. Gehe also an diesen Ort des Seins, an diesen Ort der Stille. Die Menschen denken, dass Stille nichts tun bedeutet. Sie verstehen nicht, dass Stille Bewegung erzeugt. Aber die Bewegung, die aus Weisheit kommt. Also sagte das lichte Wesen zu mir, Weisheit kommt aus der Stille. Lerne den Geist zu beruhigen. Lerne zu pausieren. Lerne einfach präsent und still zu sein. Von dort weißt du, was zu tun ist, was zu sagen ist. Es entspringt nicht aus Reaktivität, sondern aus einem Ort des Wissens davon. Das weise Herz Wissensort. Jetzt, da Sie es erwähnt haben, ich glaube, ich habe es in Ihrer Biografie gelesen, dass Sie in der Lage sind, in vielen verschiedenen Bereichen zu agieren. Was bedeutet das genau? Ja, ich habe Erfahrung. Und das hat mir die Klarheit gebracht, dass wir multidimensionale Wesen sind. Ich habe erlebt, was ich mir vorstellen würde. Es gibt viele weitere Dimensionen und Bereiche, aber ich habe etwa 7 verschiedene Bereiche erlebt und das begann mit den Nahtoderfahrungen, mit den Besuchen bei den Autobot-Erfahrungen, die Erkenntnis, oh, es ist nicht nur das, es gibt mehr. Das ist, was wir sehen können. Das ist wie, wenn man auf die Matrix schaut. Das ist der Teil, den wir sehen können. Aber es gibt mehr darüber hinaus. Und dann ein Erlebnis, das mir half, diese multidimensionale Realität zu erfahren. Es gibt wenige, aber eines zuerst, das ist erstaunlich. Eines Tages wachte ich in meinem Schlafzimmer auf und wachte mitten in der Nacht auf. Und ich war so groß. So groß, Alex, dass ich nicht in den Raum passte. Und ich dachte, so. Ich fühlte meinen ausgedehnten Seinszustand und ich hörte das Wort grandios. Nervös.
Ein weiteres half mir zu erkennen, wie wir auf all diesen Ebenen der Dimensionen der Realitäten existierten, weil ich ging schlafen und ich wachte mitten in der Nacht auf, wegen des Klangs einer Glocke. Ich frage mich, was für eine Glocke das ist. Dann wache ich auf und versuche herauszufinden, was es damit auf sich hat. Während ich die Glocke zu verstehen versuche, höre ich ein Klirren, Klingeln, Klirren. Plötzlich wache ich erneut auf und denke, wie kann ich aufwachen, wenn ich bereits wach war? Was ist hier los? Und während ich versuche, das herauszufinden, kling, klingling, wache ich wieder auf. Nein, was passiert hier? Und das passiert ungefähr 5-mal, bevor ich überhaupt merkte, dass da etwas war. Genannt Ingrid. Das beste Beispiel, das ich dir geben kann, ist, stell dir vor, du wachst am Grund des Ozeans auf. Und wenn du ganz unten im Ozean bist, weiß der Grund des Ozeans nicht, dass es an der Oberfläche eine Welle gibt, spürt sie nicht. Einfach da in der Stille und im Schweigen. Also der erste Moment, in dem ich mit dieser Glocke aufwachte, ich in diesem Raum der völligen Stille einfach versuchte herauszufinden, was die Glocke war. Aber es war einfach. Es gab nicht einmal nichts, das mich denken ließ, dass es eine Welle an der Oberfläche gab. Und je öfter ich die Glocke hörte, desto mehr erwachte ich zu einem anderen Bewusstseinszustand. Ich begann, ein Gespür für andere Dinge zu entwickeln. Es war, als ob sich an der Oberfläche des Ozeans etwas zu regen begann, den wissenschaftlichen Namen zu nennen. Wie, wenn du in der Thermokline bist, wenn dieser Teil schon anfängt, wie, oh, da ist etwas, da sind Strömungen, da ist Salinität. Da passiert etwas. Als ich aufwachte, waren sie wie, oh, dann hörte ich es wieder und erlebte, was als die nicht physische Realität bezeichnet wird. Dichter. Also, ich werde dichter, während ich auf all diesen verschiedenen Ebenen aufwache, bis ich die Glocke zum letzten Mal hörte und erst, vielleicht beim 5. Mal, als ich die Glocke hörte, wie ich dir sagte, da war ein Gefühl, dass es etwas namens Ingrid gibt. Sieh mal, die Persönlichkeitssache, wie du gesagt hast, der Einzelgänger in der Kleidung. Der Charakter, genau, die Rolle, die wir spielen. Als ich das erste Mal rausging, dachte ich, oh ja, ich bin diese Ingrid, die das hier machen soll. Ja, das ist der Charakter, den ich hier spiele. Aber ich muss dich fragen, du hast erwähnt, dass du mit der NASA und dem US-Militär gearbeitet hast. Arbeitest du noch in diesem Bereich oder hast du dich zurückgezogen? Bist du in Rente oder machst du das jetzt hauptberuflich? Ich denke, das Militär und die NASA haben nicht viel mit Lichtwesen zu tun. Und ich kannte andere im Militär auf höchster Ebene mit dem Präsidenten, die dann ausgestiegen sind. Jetzt bin ich ein Kanal. Es ist eine Sache, wenn man diese Erfahrungen hat und das ist das Einzige, was man hatte und daran ist nichts falsch. Aber wenn man Leute wie dich hat, die eine erfolgreiche Person sind, die in einer sehr bodenständigen Karriere seit vielen, vielen Jahren tätig ist und sich dann entscheidet, damit herauszukommen oder öffentlich darüber zu sprechen, das ist für mich sehr interessant, weil es sich nicht logisch verbindet. Logisch verbindet es sich nicht, spirituell verbindet es sich, aber logisch nicht. Arbeitest du noch im Bereich der Meeresbiologie? Nein, das tue ich nicht. Es war wie nein. Als ich mich entschieden habe, aus dem spirituellen Schrank zu kommen. Schrank? Ja, ich kenne diesen Schrank sehr gut. Alles hat sich verändert. Nicht, dass es war um dieses innere Gefühl, ich bin fertig damit, ich bin fertig damit. Ich wurde fast krank. Es gab einen Moment im Krankenhaus, weil es diese Angst war, dass ich die Welt verlassen wollte. Die Welt von dem, was ich tat, aber es war die Angst. Wie kann ich leben, wenn ich mir vorstelle, dass die Dinge so extrem waren? Weil ich in meiner Karriere sehr erfolgreich wurde. Sie können suchen. Ich habe
Bücher, wissenschaftliche Artikel über Ozeanographie verfasst. Es gibt nicht viele Frauen, oder? Also wurde ich irgendwie. Star der Marine und weniger Latina-Frauen. Genau. Also war ich praktisch die promovierte Ozeanographin Latina. Ich war all das. Ein echtes Unikat. Du bist das Einhorn. Du bist es. Und die Marine brachte mich in alle Länder Südamerikas, um einfach bringen. Ja, wir arbeiteten mit Technologie, Wissenschaft, Informationen. Es war unglaublich. Ich hatte eine gute Zeit, war erfolgreich in meiner Karriere, habe viel erreicht. Und wie gesagt, als ich habe dir gesagt, dass ich Schluss machte. Die Bohnen symbolisieren nicht, dass man mit bestimmten Werten aufwächst und sie für immer behält. Während meiner gesamten beruflichen Laufbahn habe ich das Gelernte genutzt, um in meinem Bereich Spitzenleistungen zu erbringen. In Kolumbien war ich an einem erfolgreichen Mangrovenprojekt beteiligt, das das Bewusstsein für den Wert natürlicher Ressourcen schärfte. Mein ständiges Ziel war es, Bewusstsein zu schaffen, sei es bei meiner Arbeit für die NASA zum Thema Klimawandel. Wie können wir also das Bewusstsein dafür stärken? Mit Unterstützung der Marine war. Ich war der Erste, der ein erstaunliches Projekt ins Leben rief, bei dem ich eine sogenannte Geodatenbank entwickelte. Es war eine großartige Leistung, die ich nach jahrelanger Arbeit vollbrachte. Ich war also sehr erfolgreich. Doch was geschah, Alex, als ich bei diesem großen Erwachen dachte ich, vielleicht kann ich dieses Wort verwenden. Es fühlte sich an, als würde ich aktiviert werden. Es ist Zeit für dich, das zu tun. Andere mit der Meeresbiologie. Du hast deine Arbeit getan. Jetzt beginnt die echte Arbeit. Genau. Dann spürte ich Nervosität und Angst, nachdem ich mein Buch veröffentlicht hatte. Ich hatte hohe Erwartungen und fragte mich, was passieren würde, wenn nichts geschah. Ich wusste nicht, ob die Leute von meinem anderen Projekt wussten. Ich dachte, bist du verrückt? Du sprichst so leichtfertig. Du hast den Verstand verloren. Und so begann ich zu. Aber weißt du anders? Als ich um die Welt reiste, ich war in 56 Ländern der Welt. Und als ich all diese ozeanografischen Erhebungen machte, fing ich an, Leute zu treffen, mit denen wir einfach so eine Art Was? Und dann siehst du Geister und machst das. Und überall, wo ich hinging, in Curly, traf ich Leute, die so waren. Und sie sagen immer, ich habe nicht. Niemanden, mit dem ich darüber reden kann. Also wurde mein Ruf noch stärker. Was wäre, wenn ich diese Stimme sein könnte? So wie ich Frauen, Wissenschaft und Latinos repräsentiere, könnte ich das auch im spirituellen Bereich tun, auf der spirituellen Seite des Hauses. Und dann kam der Moment, ich schrieb das Buch. Das Buch kam heraus und ich dachte, es ist Zeit. Es ist Zeit. Ich spürte den Ruf. Ich spürte den Ruf. Ich spürte den Ruf. Wie gesagt, brachte es mich dazu, krank zu werden, ins Krankenhaus zu kommen und zu denken, ich hätte einen Herzinfarkt, um zu sagen, ich bin fertig. Du weißt, wenn du bereit bist, wenn ich es kurz sage. Der wahre Krieger nicht furchtlos, sondern trotz Angst in die Schlacht zieht. Ich liebe dieses Zitat und habe es auf mein Leben angewendet. Es war das Gefühl, dass es viel Angst gab, aber ich war bereit für die Schlacht. Jetzt bin ich bereit, meinen Weg zu gehen. Also möchte ich Ihnen diese Frage stellen. Da Sie Wissenschaftler sind, einen Doktortitel haben und in diesem Bereich sehr bodenständig sind, das Feld der Quantenphysik und Quantenmechanik kommt immer näher an das heran, was die Yogis und worüber sie seit Tausenden von Jahren sprechen. Viele andere Religionen oder Philosophien und alte Texte haben über Konzepte gesprochen, die die Quantenphysik jetzt anfängt zu berühren, wo sie buchstäblich gerade mit
der Simulationstheorie herausgekommen sind. Mathematiker sagten, nein, die Mathematik ist da. Das ist sehr wahrscheinlich. Wir sind in einer Simulation und die Mathematik ergibt Sinn. Kannst du dir das vor 20 Jahren vorstellen? Dass echte Wissenschaftler, keine Spinner, sondern geradlinige, respektierte Wissenschaftler, peer-reviewed Papiere, so sprechen. Wohin führt das Zusammentreffen von Wissenschaft und Spiritualität? Es scheint, als kämen sie sich immer näher und begännen dieselbe Sprache zu sprechen. Viele Wissenschaftler mögen dem nicht zustimmen, aber die Quantenphysik und Mechanik faszinieren mich. Quantenmechanik, ja. Und es ist Alex. Ich sage immer, es liegt daran, dass die Trennung im Kopf ist. Also sagte ich zu den Leuten, die Leute haben keine Klarheit darüber, was Spiritualität ist. Sie denken, dass Spiritualität mit Dogma und Religion zu tun hat. Aber das stimmt nicht. Spiritualität bedeutet zurück zu dein authentisches Selbst. Aber wie kehrst du dahin zurück, wenn du keine Ahnung hast, wer du bist? Indem du die wissenschaftliche Methode anwendest. Also, Spiritualität ist Wissenschaft. Wovon rede ich? Wie kannst du wissen, dass das, was du bist, Mitgefühl, Liebe, Geduld, Freude, Frieden, Größe, Expansion, multidimensionale Dinge sind, über die Englisch spricht? Mach es selbst. Oh, was ist das, was du Mitgefühl nennst? Wende es an. Ich sage dir nicht, dass du mir glauben musst. Ich sage dir, mach es. Wenn du mich fragst, Ingrid, du glaubst dies und das und jenes. Ich glaube an nichts. Ich weiß es. Weil ich dort gewesen bin, ich habe es getan, ich habe es geübt. Ich praktiziere Meditation, seit ich 8 Jahre alt bin. Siehst du? Wenn du das kannst, beginnst du tiefer in die Wahrheit einzutauchen, die du bist. Also sagte ich, hey, stell dir vor, es ist bewölkt. Überall sind Wolken. Und ich kann dir sagen, Alex, hinter diesen Wolken, jenseits dieser Wolken gibt es einen Himmel. In dem Moment, in dem du mir glaubst, entsteht das Dogma. Wie, oh, ich glaube, was du sagst, aber ich kann es nicht beweisen. Was ist, wenn du sagst, ich werde ein Flugzeug bauen und über diese Wolken fliegen? Das ist, wenn die Wissenschaft ins Spiel kommt. Also, wenn ich sage, wir wenden die wissenschaftliche Methode an. Du willst wissen, wie Mitgefühl funktioniert, wie das funktioniert. Zuerst wirst du Beobachter. Dann wenden wir Bewusstsein an. Dann schreibst du deine Hypothese, gibt es einen Himmel, jenseits dieser Wolken, bla bla. Okay, du erschaffst dein Ding. Du baust dein Flugzeug. Dann sagst du jetzt mit Mitgefühl, du fängst an, es zu üben. Was passiert, wenn ich Mitgefühl übe? Jetzt erhalten Sie ein Ergebnis und jetzt können Sie vergleichen. Sehen Sie, Sie wenden die wissenschaftliche Methode an. Sie müssen es selbst tun. Um es zu finden, wieder zu entdecken, anzupassen und zu nutzen. Ich sagte zu Leuten wie dir, wie ich schon vorher sagte, es ist sehr unterschiedlich, all das kognitive Wissen über, sagen wir, Orange zu haben. Und wie man Orangensaft zubereitet, die Chemie und Physiologie, Orangen auswählen und anbauen. Etwas ganz anderes, den Saft genießen. Das ist, wenn du wissenschaftlich und spirituell bist. Du tust und erlebst, fühlst und vergleichst es. In diesem Bereich des Menschseins ist der perfekte Boden. Wegen der Kontraste. Mit all diesen Kontrasten ist es, wo wir können. Ich sagte zu den Leuten, weil sie fragen, warum wir vergessen. Warum vergessen wir, wer wir wirklich sind? Ich gab das einfachste Beispiel. Stell dir ein kleines Baby vor. Ein Baby wird geboren, rein und unschuldig, ohne zu wissen, dass es von der Mutter kommt.
Wir sind wie diese Babys, entsprungen aus Gott oder dem kosmischen Bewusstsein, ohne zu wissen, wer wir sind. Unsere Reise besteht darin, uns bewusst zu erinnern, dass wir Bewusstsein sind. Weil der Geist zersplittert ist. Zu denken, oh, aber wann? Und dieses Leben ist meine Antwort. Nein, wir sind Klammern. Ingrid ist nur Klammern in der Ewigkeit meiner Existenz. Und dann, durch all diese Reise, habe ich verglichen. Ich hatte all diese Herausforderungen, all diesen Kontrast, dieses Ego. Hier ist es. Was ist diese Stimme dort? Weil sie mir den Kontrast zeigt. Ich muss mich erinnern. Weil, wie ich den Leuten gesagt habe, wie kannst du Glück kennen, wenn du nie traurig warst, richtig? Siehst du? Wie könntest du wissen, wer du bist? Du musst damit anfangen, dass du sagst, das bin ich nicht. Ich bin das nicht. Ich bin das nicht. Ich bin das nicht. Ich bin das nicht. Und das ist was. Richtig? Richtig. Ingrid, ich könnte stundenlang mit dir reden. Ich werde dir ein paar Fragen stellen, die ich allen meinen Gästen stelle. Was bedeutet für dich ein gutes Leben? Ein gutes Leben für mich ist ein Leben, wo ich kann das Gute hinter allem sehen. Ich sage den Leuten, dass für mich Gott Verstecken spielt. Und was, wenn ich lerne, das Gute hinter allem zu sehen? Und für mich bedeutet das, den freien Willen anzuwenden, die wahre Bedeutung des freien Willens. Die Leute denken, sie kennen den freien Willen, weil sie wählen, was sie essen, wie sie sich kleiden, was sie studieren. Ich sagte, nein, das ist nicht freier Wille. Du bist von deiner Kultur konditioniert. Freier Wille ist die Entscheidung, die du triffst. Will ich auf dem Pfad des Leidens sein? Nennen wir es die Sackgasse des Leidens. Gefangen in der Erzählung von mir und meinem armen Ich und meinen Dramen oder stoppen und sprechen. Wofür ist das? Das ist, wenn ich lebe. Was will mir das zeigen? Denn von dort aus kann ich tiefer gehen. Und wenn ich diese Pause, diese Präsenz und diesen Raum schaffen kann, was will mir das zeigen? Oh Gott, ist das ein Versteckspiel? Versteckt sich das hier, damit ich es wiederentdecke? So beginne ich zu fühlen, dass alles im Leben tatsächlich ein Geschenk ist. Ich nenne Herausforderungen nicht Probleme. Ich nenne sie herausfordernde Gelegenheiten. Wie kann ich der Meister der Welle im Ozean werden? Wie kann ich das Gute hinter allem sehen? Und so wird das Leben so erstaunlich. Ich spiele dieses Spiel namens Leben. Und noch etwas. Es gibt kein Tod, nur Leben. Und das ist die Gelegenheit, sich daran zu erinnern. Wie definierst du Gott? Alles. Ganzheit, Freude, Frieden, Fülle, Verbundenheit. Genau wie absolute Ganzheit, ja. Oh Gott. Das ist eine große Frage, das ist ein großes Thema. Ja. Oh Gott. Gott ist alles. Und wo können die Leute mehr über dich und deine Arbeit erfahren? Ich habe eine Website namens ingridhonkala.com. Ich habe einen YouTube-Kanal. Ich habe die Medien, Facebook, Instagram, Twitter und ich habe auch einen Newsletter, wenn Leute sich über meine Website anmelden möchten, wo ich Kurse und ich bin Mentorin und ich veranstalte Retreats, Einzelgespräche und einfach alles Mögliche wie Interviews, um die Botschaft zu verbreiten. Haben Sie eine Botschaft für das Publikum? Ja. Und das hängt auch mit dem Teil des Lebens zusammen. Ich sagte zu den Leuten, lernt navigieren. Lerne in diesem Zustand der Dankbarkeit zu sein. Dankbarkeit ist die höchste Schwingungsfrequenz, die es gibt.
Wenn du nicht weißt, wie du Gott, Güte oder Wohlbefinden erfahren kannst, lerne einfach in diesem Raum der Dankbarkeit zu sein. Manche fragen, wie sie dorthin kommen. Ich weiß nicht, wie ich dankbar sein soll. Ich weiß nicht, wie ich probiere. Und so vage dieses Gleichnis, dieses Bewusstsein für mich, sagten sie, Ingrid, stell dir vor, wie dankbar alle wären, wenn sie erkannten, dass für deine Existenz Billionen und Abermilliarden subatomarer Teilchen müssen übereinstimmen. Warum? Du bist göttlich geplant. Billionen von subatomaren Teilchen haben beschlossen, dies zu sein. Sie halten mich zusammen. Morgens denke ich, eine Lebenskraft erlaubt es, diesen Körper zu bewegen. Selbst beim Greifen eines Stifts denke ich an Billionen von subatomaren Teilchen. Sind verbunden, damit dieser Schmerz entsteht. Und dieser Schmerz und diese Idee, diese Kreativität kamen aus dem Geist einer Person, die mit bewusster, universeller Kreativität verbunden war. Und daraus erschaffen wir Dinge. Also schaue ich jetzt einen Stift an und denke, danke. Ich trinke Wasser und denke, dieses Wasser. Also sieh es so, wie wir das Leben in vollen Zügen leben können, indem wir präsent sind, in diesem Zustand von erhöhter Dankbarkeit und Wertschätzung. Großartig. Vielen Dank nochmals, dass du in die Sendung gekommen bist. Es war ein wunderbares Gespräch und ich schätze es sehr, dass du so ehrlich und offen mit uns über deine Erfahrungen im Leben und die Arbeit, die du machst, um hoffentlich allen zu helfen, sich zu erheben und zu entwickeln und unser Bewusstsein zu erweitern. Ich schätze dich sehr, meine Liebe. Vielen Dank, Alex, und danke für die Arbeit, die du machst. Eine Stimme zu sein, um diese Botschaften weiter zu verbreiten. Das ist es. Wir müssen alle zusammenarbeiten, um diese Stimme zu sein. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren und vergessen Sie nicht zu abonnieren.